So Leute, jetzt ich bin mal wieder ein bisschen am Improvisieren hier im Studio. Ne? Auf der einen Seite habe ich eine Discord-Community und auf der anderen Seite euch mit dabei und hier im Hintergrund Countdown zu der Sitzung, zu der Pressekonferenz mit Jerome Powell. Ich werde euch also ein bisschen den Rücken zudrehen, damit ihr hier auch mithören könnt und würde dann anschließend noch ein bisschen diskutieren. Ne? Also der Markt ist sehr stabil, keine große Reaktion, weil vieles im Prinzip genauso, eigentlich alles genauso kam wie erwartet. Die Wirtschaft wird also als als robust beschrieben, statt vorher solide, der Arbeitsmarkt moderat expandierend anstatt abkühlend. Und der eine wirklich wichtige Satz ist der Satz zum Thema Financial Conditions straffer geworden durch die Renditen am langen Ende und Kreditvergabe der Banken trübt sich ein. So, und das ist wichtig, weil die BIP-Konjunktur ist immer rückblickend, nicht leitend und der Arbeitsmarkt ist auch rückblickend und nicht leitend, aber die Financial Conditions und auch die Kreditvergabe der Banken sind leitende Indikatoren. Eigentlich Signale, dass die amerikanische Notenbank das Ende der Zinsanhebung erreicht hat. Ihr müsst nur in einem Punkt aufpassen. Man könnte meinen, dass das für die Aktienseite bullish ist, ne? Also das Ende der Zinsanhebung. Das ist aber, wenn wir aber zum gleichen Zeitpunkt, zu dem wir das Ende der Zinsanhebung erreicht haben, ein Kippen der Ergebnisse sehen von Corporate America, gleichzeitig also abkühlende Gewinne sehen, ist das nicht bullish für die Aktienseite. Meine persönliche Vermutung ist, und darüber habe ich die letzten Tage ja schon oft gesprochen, Moment. So, jetzt fängt die Pressekonferenz an. Good afternoon, everyone. Welcome. War ein Scheißjob, oder? Focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. We understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Alles nichts Neues. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We have raised our policy interest rate by 5.25 percentage points and have continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. QT. The stance of policy is restrictive, meaning that tight policy is putting downward pressure on economic activity and inflation, and the full effects of our tightening have yet to be felt. Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged. Also beschreibt die Geldpolitik als restriktiv, das ist schon mal gut. Given how far we have come, along with the uncertainties and risks we face, the committee is proceeding carefully. We will make decisions about the extent of additional policy firming and how long policy will remain restrictive based on the totality of the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. Gleiche Aussage der letzten Tagung. About monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a strong pace and well above earlier expectations. In the third quarter, real GDP Wirtschaft performte besser, als man erwartet hatte. Boosted by a surge in consumer spending. After picking up somewhat over the summer, activity in the housing sector has flattened out and remains well below levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates also appear to be weighing on business fixed investment. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Das klingt alles nach Ende Zinsanhebung. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 266,000 jobs per month, a strong pace that is nevertheless below that seen earlier in the year. Das klingt alles sehr dovish, guys, sehr dovish. Remains low at 3.8%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers. Also der Markt müsste bullish darauf reagieren, der Aktienmarkt auch. Particularly for individuals aged 25 to 54 years. And immigration has rebounded to pre-pandemic levels. Nominal wage growth has shown some signs of easing,
and job vacancies have declined so far this year. Ja, Markt dreht so ein bisschen nach Although oben. the jobs-to-workers gap has narrowed, labor demand still exceeds Nach the oben meine supply ich, ja. of available workers. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Total PCE prices rose 3.4% over the 12 months ending in September. Inflation immer noch über den Excluding Zielen. the volatile food Alright. and energy categories, core PCE prices rose 3.7%. Inflation has moderated since the middle of last year, and readings over the summer were quite favorable. But a few months of good data are only the beginning of what it will take to build confidence. Ja, also in anderen Worten, bei Inflation muss man abwarten. Er macht also das Fenster nicht ganz zu, aber etwas mehr. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. Ja, Nasdaq über 130 Punkte hoch The jetzt. Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation Also hat jetzt im Prinzip 4 Punkte aufgeführt, die zeigen, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert. Der Immobilienmarkt unter anderem, Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt kommt in einem besseren Gleichgewicht. Und der Effekt der höheren Zinsen wird sich erst noch in Zukunft bemerkbar machen. Since early last year, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points, and we have decreased our securities holdings by more than $1 trillion. Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. Ausreichend restriktiv, Druck auszuüben. Meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. QT wird weiter We are fortgesetzt. committed to achieving a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation sustainably down to 2% over time, and to keeping policy restrictive until we are confident that inflation is on a path to that objective. We are attentive to recent data showing the resilience of economic growth and demand for labor. Evidence of growth persistently above potential, or that tightness in the labor market is no longer easing, could put further progress on inflation at risk and could warrant further tightening of monetary policy. Also in anderen Worten, die Tore bleiben offen. Financial conditions have tightened significantly. Sollte der Arbeitsmarkt weiter driven by higher, longer-term bond yields, among other factors. Because persistent changes in financial conditions can have implications for the path of monetary policy, we monitor financial developments closely. In light of the uncertainties and risks and how far we have come, the committee is proceeding carefully. We will continue to Das ist alles bullish jetzt erstmal für die Aktienmärkte kurzfristig. And their implications for the outlook and for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects. Also das ist alles sehr dovish, muss ich sagen. Jetzt bin ich gespannt, wie die Pressekonferenz läuft. Man ist committed, Inflation auf 2% runterzuziehen. Und er zeigt natürlich auf, dass sollte zum Beispiel Restoring price stability is essential. Ja, also das im Prinzip maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families. Ja, jetzt kommt Yadi, ne? Ich hab euch lieb, ne? Wir sind für euch da, das verursacht Schmerzen, ne? Und alles machen wir, um unsere Vision einzuhalten. So, also ich meine, jetzt kommt die Fragerunde. Ich bin sehr gespannt, weil sufficiently restrictive, das wird jetzt ein großes Thema sein. Thank you, Chair Powell, for doing this. To what you referenced the rise in long-term bond yields, to what degree did that supplant action by the Fed at this meeting? Bingo. Thanks for your question. So, Renditen langen Ende so stark gestiegen. Okay, gut. Wichtiger Punkt. If you look at the situation, let's look at the economy first.
Inflation has been coming down, but it's still running well above our 2% target. The labor market has been rebalancing, but it's still very tight by many measures. GDP growth has been strong, although many forecasters are forecasting, and they have been forecasting, that it will slow. As for the committee, we are committed to achieving a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation down to 2% over time. Ja. And we're not confident Also yet im Prinzip that we ist have die achieved Frage, such a stance. So that is the broader context into which man ist noch nicht sicher, ob man die Ziele erreicht hat. Das ist der Kontext. Jetzt kommt die Frage. Obviously, we're monitoring, we're attentive to the increase in longer-term yields, which have contributed to der Anstieg der Renditen langlaufender Anleihen ist wesentlich stärker bremsend für die Wirtschaft als am kurzen Ende. In this case, the tighter financial conditions we're seeing from higher long-term rates, but also from other sources like the stronger dollar and lower equity prices could matter for future rate decisions as long as two conditions are satisfied. The first is that the tighter conditions would need to be persistent, and that is something that remains to be seen. But that's critical. Things are fluctuating back and forth. That's not what we're looking for. With financial conditions, we're looking for persistent changes that are material. Second thing is that the longer-term rates that have moved up, they can't simply be a reflection of expected policy moves from us. That we would then, that if we didn't follow through on them, then the rates would come back down. So, and I would say on that, it does not appear that an expectation of higher near-term policy rates is causing the increase in longer-term rates. So, in the meantime, though, perhaps the most important thing is that these higher treasury yields are showing through to higher borrowing costs for households and businesses, and those higher costs are going to weigh on economic activity to the extent this tightening persists. And the mind's eye goes to the 8%. Guys, man sieht hier, was für einen Eiertanz er machen muss. Ne? Also er will nicht den Eindruck erwecken. Just as a quick follow-on to be clear on this, in your opening statement and just now, you seem to imply that you are not yet confident that financial conditions are restrictive enough to finish the fight. Is that true? Yes, that's exactly right. To say it a different way, we haven't made any decisions about future meetings. We have not made a determination, and we're not, I will say, we're not confident this Sie sind noch nicht absolut davon überzeugt, dass die Geldpolitik ausreichend restriktiv ist. Der Dow Jones verkauft jetzt wieder ab, 75 Punkte im Plus. 70 Punkte im Plus. Nasdaq nur noch 80 Punkte im Plus. Was er auch sagt, ich werde das alles gleich nochmal erklären, aber ich will die Fragen mithören, ne, weil das für mich hier wichtig ist für uns. Thank you so much for taking our questions. I wonder, if you don't raise interest rates in December, would the presumption be that at that point that we should expect that rates are at their peak, or is there a possibility of restarting rate increases next year? Na, das ist eine blöde Frage, weil natürlich ist es immer eine Option, wieder anzufangen mit Zinsanhebung. Ne? Also hat er ja selber auch gesagt. Ja. Let me start by saying we haven't made a decision about September. You're asking a hypothetical there, but we're going into the December meeting. We'll get, as you know, two more inflation readings. Es ist datenabhängig, das hat er ja gesagt. Ja. Readings, some data on economic activity. Also ich rede jetzt mal über die Antwort drüber, weil die Frage ist so. Aber die vorhergehende Frage, also da hat man gemerkt, wie er geeiert hat. Ne? Also er will nicht, dass die Financial Conditions, die jetzt straffer ist, anfängt zu fluktuieren, also in anderen Worten wieder lockerer wird, weil man glaubt, dass die Geldpolitik dadurch vielleicht auch wieder etwas gelockert wird, ja? Oder dass die FED dann jetzt umdenken wird. Und da merkt man, was für ein unglaublicher Eiertanz das ist für ihn. Er darf hier nicht den Eindruck erwecken, dass jetzt der absolute Wendepunkt erreicht ist. Ne? Trotz des Satzes mit der Financial Conditions. Chair Powell, did the Fed staff put a recession back into the baseline forecast in the materials for today's meeting? And how much does this tightening in financial conditions substitute for rate hikes if the tightening is persistent? You had said it was worth maybe a quarter point when we had the bank failures in the spring. What is it here on something that's presumably more straightforward? Gute Frage, sehr gute Frage. So I guess
Wird er nicht beantworten. Sagt er will es nicht beantworten. Also die Antwort für das Thema Rezession ist nicht in der Baseline der FED aufgenommen worden. Which is not really indicative of a recession in the near term. In terms of how to think about translation into da wird er nichts zu sagen. It's just too early to be doing that, and the main reason is we just don't know how persistent this will be. You can see how volatile it is. Das ist genau der Punkt. Das ist nochmal, er will keine Aussage treffen, dass die Financial Conditions jetzt dauerhaft straff genug ist, um den Druck von der FED zu nehmen. I think what we can say is that financial conditions have clearly tightened, and you can see that in the rates that consumers and households and businesses are paying now. And over time, that will have an effect. We just don't know how persistent it's going to be, and it's tough to try. Also wenn er heute das Signal senden würde, dass das ist jetzt Financial Conditions ist ausreichend straff, um zu bremsen, kann der confident that tighter financial conditions will slow above trend growth with 500 basis points of rate hikes, QT and the minor banking crisis have not thus far. Ja, jetzt wird er sagen, dass das noch kommen wird. Also der Lagging-Effekt der Zinsanhebung. Sometimes it works with lags, of course, which can be long. Mit Lags, genau. If you raise interest rates, you do see those effects, and you see those effects in the economy now. You see what's happening in the housing market. You're seeing that now. Stimmt. Wir sehen durchaus Zeichen, dass die Konjunktur vereinzelt an Dynamik verliert. Einzelhandelsaktien, bumm, zerrissen, Banken schwach. But you're right, this has been a resilient economy, and it's, I think, been surprising in its resilience, and there are a number of possible reasons why that. Also ich muss sagen, Paul macht heute einen echt geilen Job. Sehr, sehr guter Job, den er hier macht mit seinen Kommentaren, weil er nach wie vor sehr viel sagt und eigentlich alles offen lässt. Und das sehen wir jetzt auch im Markt. Ne? Der Dow Jones hat jetzt einen wesentlichen Teil der Gewinne abgegeben. Der Nasdaq hat die Hälfte der Gewinne abgegeben, weil eben alles offen bleibt. Ne? Also Colby Smith with the Financial Times. In terms of the thresholds that you've laid out of what could warrant further tightening, the additional evidence of persistently above trend growth or some kind of reversal in the recent easing of labor market tightness, that seems to suggest something more powerful than just one more quarter point rate hike would be necessary. And I'm just curious if that's how the da wird er nichts drauf sagen, weil letztendlich gesehen die Financial Conditions ja nun straffer sind. Er sagt nur, sie müssen auch straff bleiben. Wenn der Markt den Eindruck hat, dass die FED jetzt durch ist und die Financial Conditions lockern sich deshalb wieder, well, dann ändert sich das Bild. Ja. Broadly cool off and achieve a better balance. We'll be looking at that. Growth, we look at growth insofar as it has implications for our two mandate goals. We look at that. And we look at broader financial conditions. So we'll be looking at all of those things as we reach a judgment. Also in anderen Worten, ja, wir sind hier, um zu bleiben. Wir sind nicht mehr so bissig wie vorher. Wir könnten eventuell wieder etwas bissiger werden, sollte es notwendig sein. Und wir sind restriktiv, wir sind uns aber nicht sicher, ob wir ausreichend restriktiv sind. Das zeigen die Daten der Zukunft und damit bleibt alles offen. Und die Financial Conditions sind straffer geworden, that's great. Aber wenn der Eindruck entsteht, dass wir jetzt durch sind und die Financial Conditions lockern sich wieder, well, dann ist das Ziel wieder verfehlt. Sehr exzellent von der Rhetorik her geführt. Keine klare Aussage. Und ich meine, die Märkte reagieren ja sehr gelassen. Ne? That is the question we're focusing on. The next question, as you know, will be for how long will we remain restrictive? Will policy remain restrictive? And what we said there is that we'll keep policy restrictive until we're confident that inflation is on a sustainable path down to 2%. That'll be the next question, but honestly, right now we're really tightly focused on the first question. The question of rates cuts just doesn't come up because I think the first, it's so important to get that first question, klar, as close to right as you can. Die Bondmärkte sind komplett unverändert. Also ich muss sagen, smarte Pressemitteilung. Mr. Chairman, I guess I had assumed that there was a tightening bias in the committee. You say in the statement you're looking to assess the appropriate stance of monetary policy, the extent to which you may need to hike additionally. You didn't say earlier that you were sufficiently restrictive. There were forecasts for
2 rate hikes among most members of the committee. But then you just said that, you know, we haven't made a determination. Would you say the bias right now is neutral, that there is no disposition to hike again, and that the committee largely has moved off of this forecast for 2 hikes? Das hat er nicht gesagt. No, I wouldn't say that at all. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, es bleibt alle Optionen offen. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation 2% over time. That's the question we're asking. Guys, ich mach mal Schluss. Bias is still in the committee here? We haven't used that term, but it's fair to say that's the question we're asking is, should we hike more? Should we hike more? Ist die Frage, die im Raum steht, aber wir haben noch keine Entscheidung getroffen. But, you know, we'll write down another forecast, as you know, in December. Der Dow Jones hat alle Gewinne jetzt abgegeben, 15 Punkte im Plus, der S&P 10 Punkte im Plus. Well, since the last meeting, the auto workers' strike has finished. Oil prices have leveled off, and yet on the other hand, you have the outbreak of war between Israel and Hamas. Jetzt die Gewerkschaftsvereinigung, der Krieg in Israel. Wie wirkt sich das aus? Noch eine ganz gute Frage. So there are significant issues out there, as you point out. Global geopolitical tensions are certainly elevated. And that goes for the war in Ukraine, it goes for the war. Also es ist im Prinzip ein zusätzlicher Risikofaktor. Klar, das hat er vorher aber auch schon gesagt. So, ich mache jetzt mal Schluss hier. Ich muss sagen, ich finde, Paul hat einen echt guten Job gemacht, weil er viel erzählt hat und eigentlich alle Tore offen gelassen hat. Aber in einem Punkt, den fand ich besonders spannend, weil es gab einen Satz, auf den man besonders viel Attention gespielt hat bei uns an der Wall Street. Und das ist dieser Satz, well, financial conditions sind straffer geworden und reduziert die Notwendigkeit der Notenbank zu agieren. So, okay, so that's fine, aber, und das ist ein sehr smarter Schachzug, den er hier fährt. Er sagt auch, well, dem ist so, aber die Financial Conditions ist sehr volatil und sollten letztendlich auf einmal die Financial Conditions wieder lockerer werden, und das sei durchaus möglich, könnte man sich darauf eben nicht verlassen. So, und damit neutralisiert er eigentlich diesen einen Satz, den die Wall Street gerne gehört hatte. Jetzt werden alle auf den Financial Conditions Index starren also in anderen Worten, wenn die Renditen langlaufender Staatsanleihen überraschend wieder stärker zurücklaufen und wir sehen eine Erholung am Aktienmarkt, dann wird der Straffungseffekt, der Financial Conditions Effekt ja wieder aufgehoben und das sei nicht im Interesse der Notenbank. So übersetze ich das jetzt mal und damit also fängt er eigentlich jeglichen Optimismus wirklich ein und macht immer noch klar, wir alle, wir die Notenbank, aber auch ihr, die Marktteilnehmer, wir sitzen in der gleichen Situation. Die Wirtschaft war robuster, als selbst die Fed dachte, nach wie vor. Ja, wir sehen Zeichen einer Abkühlung, aber die Wirtschaft ist stärker, als wir dachten. Wir müssen erst abwarten, bis wir eine edukative Entscheidung darüber treffen können, wie es weitergeht. So, und damit wird der Markt in den Fängen der Fed bleiben. Ne? Selbst wenn die Renditen am langen Ende mal zurücklaufen, und die Financial Conditions dadurch gelockert wird, dann bleibt die Fed eben auf dem Radar und möglicherweise müssen die Zinsen weiter angehoben werden. Also smarter Schachzug. Ja? Ich sage jetzt bei YouTube mal auf Wiedersehen und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.